So, ich habe mir jetzt meinen Startpunkt festgelegt. Das ist hier. Das sind ungefähr 10 cm von oben und von unten. Und jetzt zeichne ich mir hier die Raster ein mit diesem Stift. Und ich habe mir schwarzes Papier drunter gelegt. Dann sehe ich die Löcher besser und komme nicht so durcheinander beim Zählen. Zwischen diesen zwei Strichen, das seht ihr hier auch so super, habe ich immer 10 Kästchen. Und so mache ich das jetzt grob bis zum Ende. Dieser Stift, der verschwindet, wenn man den heiß föhnt. Ja, damit mache ich das. Jetzt. So, jetzt wird der Faden eingefädelt. Ohne den geht bei mir gar nichts. Dann werde ich mir meinen Faden wachsen mit Bienenwachs. Das habe ich mir mal vor längerer Zeit selber gemacht. Ich halte den Faden hier so fest und ziehe ihn dann hier so durch. Frag mich nicht nach dem Rezept. Irgendwie habe ich im Internet mal was gefunden und da hatte ich auch Bienenwachs zu Hause für Kosmetik zum selber herstellen. Dann habe ich mir so ein Herzlein gegossen. Ja. Okay, dann zeige ich euch, wie ich das Bild starte. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt von oben oder von unten anfangen soll. Und habe mir dann gedacht, wenn ich hier so sitze, dann möchte ich lieber, dass alles Schwere eher so nach hinten sich rüberhängt, statt mir dann in Richtung Schoß zu gehen. Also lieber weg von mir, als die ganzen Perlen zu mir hin. Und deswegen werde ich oben anfangen. So, mein Start. Hier habe ich jetzt 10 cm oder 9,5, sagen wir mal 10. Je nachdem, wie viel Stoff ihr übrig habt. Habe ich mir hier den Startpunkt markiert. Das ist er. Hier habe ich die Nähte, habe ich es umsäumt. Ja, und dann drehe ich mir das Bild einmal um. Ihr seht es, ja. Okay. Dann steche ich 1, 2, 3. Drei Kästchen vor dem Startpunkt. Moment, machen wir es noch mal ein bisschen näher. Ach Gott. Ja, ich denke, so ist es gut. Moment. Ich muss mich hier noch mal ein bisschen platzieren, damit ihr das besser seht. Die Perlen habe ich mir auch schon vorsortiert, damit wir nicht lange rumwuseln müssen. So, also hier beginne ich. Dann lasse ich
ein Stück Faden über. Also hier endet der Faden, seht ihr das? Mindestens 2-3 Zentimeter. Ein bisschen länger kann nicht schaden, denke ich mal so. Dann steche ich hier unten rein, komme wieder hier oben raus. So. Und das mache ich noch einmal. Hier. Na. Und noch einmal. Und noch einmal. So. Dann steche ich hier einmal rein. Ihr habt das gesehen, ja? Ich steche hier einmal in die Mitte rein. Komme hier unten in der Ecke raus, da. Na? Na, gut. Da habe ich die Perle aufgefädelt. So. Der Faden, an den erinnert ihr euch noch, ja? Okay, den halte ich hier fest, damit der mir nicht irgendwie verloren geht. So. Momentchen. So, wir gehen das hier mal ruhiger an, ja? So. Ja, ne, 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 ne. Ich gehe dann nochmal durch. So. Nächste Perle, please. Die erste Perle war ein bisschen kuddelig, aber das wird sich jetzt langsam aber sicher dann festigen. So. Och, bin ich in der Kamera? Mann, das ist ja hier ein Gefummel, wenn man die Kamera vor der Nase hat. Eieieiei.
So. Vergesst nicht, wir haben hier den Faden. Wir lassen den nämlich gleich hier verschwinden. Oh, ich hänge noch da ganz schön weit außen. Mann, Mann, Mann. So. Ich versuche nicht so laut zu reden, weil es gerade ziemlich spät ist. So. Da ist der Faden, ihr seht ihn. Wir nehmen ihn jetzt hier dazwischen. Ihr habt es gesehen. Da ist er auch dazwischen. Na, Faden. So schön seelenruhig hier, ich liebe es. Wenn ich jetzt so für mich alleine wäre, würde ich mir jetzt noch eine schöne Musik anmachen. Beim Sticken oder Perlensticken kann ich keine Serie gucken und auch keinen Film, weil ich mich nicht auf den Film oder die Serie so wirklich einlassen kann. Na, jetzt kriege ich die Perle hier nicht. Hallo Perle, komm, 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 komm. Ja. Sorry, wenn ich euch immer vergesse, mit in die Kamera zu nehmen, Mann. Aber ich denke, das Prinzip habt ihr verstanden, ne? So startete ich jetzt mein Bild. Ich quatsche jetzt gar nicht, weil ich eigentlich gar nicht darauf vorbereitet bin. Das sollte eigentlich nur so ein Tutorial werden für den Start. Und da braucht man ja eigentlich nicht viel schnacken. Wenn er ganz genau hinschaut, dann seht ihr ja, wie das funktioniert. Nicht wahr, liebe Leute von heute? Ja. Oh, da wären wir schon bei 10. Geile Sache. Ich glaube, ich werde Seite für Seite arbeiten oder ich werde wirklich die ganze obere Reihe vom Bild arbeiten. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Da muss ich noch ein bisschen sinnieren. Na, Kämmchen. Come on. Höchste Konzentration. Ach Gott.
Ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf die Entstehung dieses Bildes. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch auf dieser Reise begleitet. Aber ich denke, das werdet ihr Interessierten tun. Ja, wenn ich das ohne Kamera mache, wird das bestimmt flotter. Mein Handy hängt mir wirklich vor der Nase hier. Tricky, aber es ist trotzdem okay. Ich finde die Aufnahme schön. Ihr seht richtig gut was. Ja. Wow, ist mir meine Nadel jetzt hier rausgerutscht? Ja, toll. Na gut, dann war das wohl ein Zeichen dafür, dass ich jetzt alleine weitermache. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich das starte und wie schön das hier aussieht. Oder? Das ist doch schön. Ja. Und falls ihr euch fragt, was das hier für eine Nadel ist, das sind diese hier. Das sind meine Liebsten auch beim Sticken. Und ich habe mir jetzt auch diese Perlennadeln geholt und werde die auch mal ausprobieren. Aber wie gesagt, ich benutze sonst immer die und die sind auch eigentlich relativ stumpf. Also wenn man dolle dagegen kommt, dann kann man sich schon ein bisschen pieksen, aber im Prinzip würde ich die eher als stumpf einordnen. Und diese liebe ich, die sind auch im Gegensatz zu normalen Nadeln viel kürzer und ich brauche keine lange Nadel. Aber wie gesagt, ich werde auch diese hier probieren, um mal zu wissen, ob das wirklich was für mich ist. Deswegen habe ich mir die auch mit dazu gekauft. Ja, also nun bin ich wirklich weg. Bye bye. Ciao, ciao.